Ja, hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins On-Life. Ich bin also jetzt gerade dabei, meine Fahrt von gestern weiterzuführen. Gestern habe ich ja eine Melonenfracht aufgenommen und die sollte eigentlich nur von Bern nach Dijon gehen. Und ja, irgendwie habe ich mich dann verfahren und bekam dann nicht den richtigen Anschluss. Bin da 1000 Kilometer gefahren und war dann in den Alpen und in Österreich. Und was ist da jetzt schiefgelaufen? Dann hat er mich gestern da in Bettruhe geschickt, in Nachtruhe. Also der Simulator, der denkt mit und schickt mich also in Bettruhe, wenn die Zeit abgelaufen ist. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, ich starte jetzt mal. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt heute kommt. Was habe ich jetzt gemacht hier? Das wollte ich jetzt eigentlich in das Spiel starten. So. Da sind wir also. Meine Software nimmt auf. Geht noch nicht, aber gleich. Nee, nimmt schon auf. Deswegen haben wir das Bild ja von mir. Das ist also die Einleitung hier immer. Und da sind wir also. Spiel fortsetzen. Und jetzt schauen wir mal. Das ist also hier mein Blatt, mein Startblatt sozusagen. Hier können wir also sehen, wo ich stehe. Mein Guthaben hier oben 24.526 ist ja schon mal gut. Profit 7 Tage, LKW-Anzahl 0 und so weiter, ja. Also da kann ich vielleicht in 10, 20 Tagen mal darüber nachdenken, ob ich mir nicht einen eigenen LKW kaufe. Das ist hier in dem Spiel auch vorgesehen. Dass ich mich also hier zur Ein-Mann-Spedition weiterentwickle und dann kann ich auch sogar andere Leute einstellen und so weiter und so weiter. Ja, okay. Das neue Aufrüstsäule verfügbar, sagt er hier. Brauchen wir nicht. Also das ist meine Frage. Ich fahre also immer noch die Wassermelonen von Bern nach Dijon. Restzeit steht nicht dabei. Sollte aber heute da sein bald, glaube ich. Was hat die Karriereentwicklung? Da werden also meine Fähigkeitspunkte. Da bin ich jetzt bei 7. Das war von dem Vorratstank da. Bin ich also bei Stufe 7. Ich weiß nicht, ob das viel ist, ob das normal ist. Jedenfalls die Kurve steigt schon mal an. Das ist schon mal gut. Ja, man freut sich ja auch über Kleinigkeiten. Und ja, die Fähigkeit kann ich hier auch noch irgendwie einschalten. Und gestern habe ich mal den hier gestellt. Und der kannte den Lehrgang, den kann man sich dann selber. Also was steht da? Meine Fahrten. Rang 2, Rang 3 und so weiter. Da bekommt man dann mehr Geld, mehr Auslösung oder wie? Sieht so aus. So weit sind wir aber noch nicht. Just in time, zerbrechliche Fahrt, hochwertige Fernfahrten, okay. Also, fahren bitte. Jetzt möchte ich mal sehen, wo ich jetzt bin. Ich war zuletzt auf dem Parkplatz. Da ist der Parkplatz. Da stand ich, ja. Und wie Uhr haben wir denn jetzt hier? Ich mach mal den Kopf weg. Der Kopf stört. Wartet mal. So. Jetzt ist der Kopf weg, ja. Und
Bettruhe ist aber vorbei, mein Lieber. Da zähle ich immer noch Bettruhe an. Ankunft. Mittwoch 23 Uhr. 34. Ja. Jetzt, weißt du, gestern habe ich noch was entdeckt hier. Und zwar kann ich hier auf, nein, F6 nicht, auf, was ist das hier? Ich bin da vorbei, schon wieder, wieso durch ich noch? Auf F5, da habe ich also verschiedene Anzeigen. Und wenn ich da auf die F5 drücke, dann kann ich die Anzeige verändern. Die ist vielleicht gut, dann sehe ich auch besser die Kurven. Ja, okay, jetzt soll mal losgehen. Dann haben wir den Start. Ich weiß nicht, warum der da immer noch auf Bettruhe steht, aber Bettruhe haben wir eigentlich nicht mehr. Und dann können wir mal ein Stück vorfahren. Da sind wir ja. Wassermelonen also. Wassermelonen nach Dijon. Was hat die Zeit hier? Weiß ich nicht genau, kann ich mit. Was macht der hier? Steht im Dunkeln. Wieso döse ich noch? Was soll der Scheiß? Stopp, stopp, stopp. Wieso 5 Kilometer? Wieso bin ich jetzt hier in dem Schlafrhythmus drin? Ich muss ja mal die Feststellbremse stellen und wieso komme ich da nicht raus? Aus dem Schlafrhythmus. Wieso? Was soll das? Dieser Rhythmus da. Auftrag abgeschlossen. Da sind wir jetzt. Ich verstehe zwar nicht, wie ich da hinkomme, aber ich möchte einfach nur, dass das Bettzeichen da oben verschwindet. Und warum? Ja, F5 haben wir. Und weiter. Irgendwie spinnt der hier. Ich muss nach Dijon fahren. Aber wenn der jetzt hier dauernd einen nur da, dann fahre ich ja, der simuliert quasi das Schlafen oder wie? Ich habe gerade geschlafen, aber Sie sind müde. Nein, ich bin nicht müde. Der sollte das im Missfall wissen, dass ich jetzt Pause gemacht habe. Merkt aber nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so fahren kann. Spaß macht das jedenfalls nicht, wenn ich da dauernd so eine Blackout habe.
dann dafür 2 Sekunden da wegdöse. So, hier bin ich also gut. Ja, jetzt schon wieder. Was soll der Scheiß? Und wenn ich wieder aufwache, dann hänge ich in den... Wie kriege ich den Scheiß raus? Wie bekomme ich den Scheiß raus hier? Also, anhalten, Pause machen, da sind wir. Wie kann man das ändern hier? Fähigkeiten, LKW, Fahrzeugeinstellungen, Zustand. Was hätte beim Zustand? LKW-Motor ist okay. Fahrhaus, Räder, LKW-Schäden 4300. Okay. Weiter haben wir. Wo steht denn jetzt was hier über Zustand habe ich gerade, über LKW-Einstellungen, Lichteinstellungen, Spiegeleinstellungen. Ja. LKW-Aufrüstfalle brauchen wir nicht. Auflieger, Fahrermanager, Garagen, Weltkarte, Auftragseinheit, Fahrzeugbrowser, Speichern und Laden, Profile. Ja, bei Optionen geht da nichts über Grafik. Was wollen wir mit Online hier? Controller-Einstellungen habe ich doch schon. Was mit Gameplay? Hintergrundmotiv. Müdigkeitssimulation brauchen wir nicht. Das, weil der Scheiß den ich nicht haben will. Und das war also bei Gameplay. Was können wir denn hier noch einstellen? Filmsequenzen einstellen, das brauchen wir nicht. Kartenausrichtung, Norden fixiert, Navi-Anzeigen, ja, immer ja. Navigationsmodus beste, Schwierigkeitsgrad Parken immer wählen. Okay. Und dann sollten wir vielleicht mal sehen, dass wir beim Fahren weiterkommen. See, ist weg, ja, ist weg, hurra, ist weg, hurra. Jetzt kommen wir also Menschenhilfe, Verkehr heute. Und kann ich noch hier eine andere Strecke wählen? Diese vielleicht, oder? Also machen wir erstmal da geradeaus weiter. Wie viel hat das der Tank? Wie viel haben wir da eigentlich zu tanken? Dann müssen wir wieder tanken bald. Okay. Feststellt, Bremse gezogen, gut, machen wir. Und dann rüber auf die Straße. Und weiter geht es, hurra, hurra. Ich hoffe jetzt in die richtige Richtung.
Gestern hatte ich das Gefühl, dass ich so Salzburg, 41 Wien, da will ich ja gar nicht hin. Ich will doch da in Dijon. Wieso habe ich noch 868 Kilometer zu fahren? Ich verstehe das nicht hier. Ich sollte nach Frankreich fahren, nach Dijon. War meine Fracht. Stopp. Doch muss ich hier runter, genau. Dann muss ich runter. Und dann geht es dann rechts runter, weiter da. Hier geht es weiter. Okay. Also gerade war ich da Richtung Salzburg und Wien. Und jetzt bin ich wo? Ich weiß nicht genau. Ich bin zu schnell. Ich bin zu schnell. Langsam, langsam. Langsam, langsam. Ich habe wieder Stress für Salzburg. Ich will dann nach Dijon. Ich bin in der falschen Richtung. Oder? Jetzt muss ich nach rechts fahren und dann wieder zurückfahren, oder wie? Jetzt fahren wir rechts. Okay. Und dann fahren wir jetzt hier gleich links. Ich bin ja völlig falsch. Wieso zeigen die grünen Pfeile in die falsche Richtung? Ich fahre da vorne muss ich hin. Ich bin irritiert, das Navi macht mich verrückt hier. Jetzt fahre ich hier links rum. Ja, wenn ich immer in die gegengesetzte Richtung fahre, dann komme ich auch nicht weiter. Ich müsste vielleicht mal hier drehen irgendwie, um dann wieder in die alte Richtung zu fahren. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Platz haben wir ja hier. Platz haben wir hier so. Hier möchte ich einfach mal so rum. Und da vielleicht wieder in die Richtung zu kommen, wo ich hin sollte. Damit ich mit den grünen Streifen hier in Einklang bin. Genau. Jetzt fahren wir links. Okay. Und dann mal vielleicht den vielleicht fahren wir links. Damit ich mit den grünen Streifen hier in Einklang fahre. Okay, haben wir. Schöner Holzzaun oder was ist das hier? Gut, es geht also weiter. Bin ich jetzt auf der richtigen Strecke oder? Hier steht was von 12 Stunden und 27 Minuten. Wo soll ich denn überhaupt hin? Ich sollte nach Dijon, jetzt fahre ich aber nach München, Innsbruck oder wie? Ja, da geht's weiter. Und ich sollte schon längst da sein. Stopp, 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 stopp. Ich muss geradeaus fahren. Und dann da hinten erstmal rum. Ja, ich weiß, tut mir leid, Leute. Ich bin hier ein Simulationsanfänger. Ich weiß, dass euch das nicht interessiert, aber es ist immer so.
Okay, wir fahren also hier hoch. Und dann geht es ja geradeaus. Also das mit der Nachtruhe ist ja nervig. Das muss einem dann doch gesagt werden, dass man das ausstellen kann. Ja, also das Manko dieses Programms ist die Bedienungsanleitung. Dadurch blickt man überhaupt nicht durch, was man eigentlich tun soll. Ich glaube, ich bin in der richtigen Richtung. Da geht es nach Deutschland, ja. Dann war Österreich. 82 bin ich. Bin ich jetzt die ganze Zeit in die falsche Richtung gefahren oder hat er mich in die falsche Richtung gelotst oder? Stopp, hier muss ich rein, ne? Nein, da muss ich nicht rein. Scheiße. Da muss ich nicht rein. Stopp. Wollen wir erstmal ein bisschen tanken. Tanken kann nicht schaden. Dann tanken wir erstmal ein bisschen. Bezahlt der Arbeitgeber so. Dann das weg. Und jetzt die Eingabe. Und jetzt, ach, der ist schon voll. Der ist schon voll. War ja nicht viel, 100 Euro. Ich dachte jetzt nach den 4 Kilometern, die ich da gestern gefahren bin, dass ich da jetzt einen Tank hätte. Okay, also Start. Auf E drücken, ja, haben wir. Und weiter geht es. Ja, meinen die also alle Pause. Und dann geht es wieder. Da habe ich ja Glück gehabt, dass ich da gerade in so eine Schlafstelle hier kam. Und da kann ich jetzt gleich weiterfahren, denke ich. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen Tempo machen. Okay. So. Sind wir jetzt Normalmodus oder? Wir fahren. Ja, nicht auf den Seitenstreifen, bitte. Bitte auf die Spur halten. Auch wenn die Farbe sich verändert. Die Brücke kenne ich doch. Da bin ich schon mal rübergefahren. Also Gott sei Dank die Wassermelonen, die ja toll, ich bin wieder hier am Schlafen. Ich war mit dem Blinker gerade beschäftigt und pumpt bin ich dann neben mir. Ja. Ich bin immer noch stressig hier beim Fahren. Jetzt greife ich nach meiner Teetasse, um zu trinken. Aber das Absetzen der Teetasse wird auch schon zu einem Problem. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt das Mikrofon eingeschaltet? Ich hoffe mal. Das muss ich mal anhalten, mal schauen, ob das Mikrofon geht. Doch, ist eingeschaltet. Ist eingeschaltet. Und dann fahren wir jetzt so. Jetzt fahren wir weiter. Können wir den wieder ausmachen.
Was hat der da geladen? Tiere oder Gefahrguttransporter oder? Ich sehe keine Schilder. Ich fahre 50 hier. 10 Stunden habe ich also noch. Park. Nur München, Nürnberg. Komm mal hier geradeaus. Also der blaue Pfeil unten, der muss also immer mit den grünen in Übereinstimmung sein. Ich weiß nicht, ob das gestern der Fall nicht der Fall war, dass ich in die falsche Richtung gefahren bin oder ich weiß nicht genau. Ja, gut. Jetzt geht es erstmal geradeaus. Dijon ist ja weit weg, denke ich mal. Wir sind noch nicht mal in München. Ich wollte von Bern nach Dijon fahren, die Wassermelonen dahin bringen, aber Wassermelonen sind ja keine verderbliche Ware. Die sollten eigentlich schon am Mittwochmorgen da sein. Was haben wir denn jetzt für ein Datum heute? Moment, du langsam, ich muss mal anhalten hier. Was für ein Datum haben wir denn jetzt hier? Donnerstag haben wir 1:20 Uhr. Also ich habe nur 725 Kilometer zu fahren. Und das kann ja lustig werden. Ja. Ich weiß gar nicht. Das sind also 10 Stunden und jetzt kommt da kommt gleich wieder eine Abzweigung, da muss ich wieder irgendwo runter, da hinten. Jetzt hau ich aber ab hier, 75. Okay. Ist heute nicht mein Tag oder wie? Da muss ich gleich ab, jetzt schon oder? Die erste nicht, die nächste. Dahinter. Da muss ich ab. Ja, vielleicht kriege ich das hier auch nochmal auf die Reihe. Also grüne Pampa. Grüne. Na, was machst du hier? Kriegst du die Kurve nicht? Mit deinem... kann ich nur abbremsen hier. Okay. Jetzt geht's geradeaus weiter. Ja, also der Nachteil des Programms ist die Bedienungsanleitung. München ist schon mal gut. München ist schon mal gut. Ist schon mal die richtige Richtung. Jetzt muss ich aufpassen. Ich muss gleich irgendwo runter. Jetzt schon, glaube ich, ja. Ja, hier genau. Hier müssen wir runter. Und wo geht dann weiter? Dann geht auf die links weiter hoch. Ja. Okay. Anhänger ist noch dran. Ich möchte eigentlich nur die Ladung abliefern, damit ich den Auftrag endlich erledigt habe. Weil ich da eigentlich jetzt schon 2 Stunden da. Also gestern die ganze Fahrt und dann heute nochmal. Das sind teure Wassermelonen. Eine teure Fahrt. Und dafür bekomme ich nur 3.600. Bin aber hier 2 Tage unterwegs. Das rechnet sich aber nicht. Sag ich mal. Was haben wir da? München, ne? Ja, in der München brauchen wir aber nicht. Da haben wir keine Ladung. zu. Ich sollte die Wassermelonen holen.
46 Minuten, 9 Stunden brauche ich noch. Was habe ich hier? Muss ich hier irgendwas abliefern oder? Sieht so aus hier, was ist das denn da wie? Habe ich hier einen Stopp oder was? Ich weiß nicht genau. Spinnt der hier oder? Ja, Moment, Stopp mal anhalten. Und dann vielleicht mal umschalten. Bei 5. Da so hin, so. Diese Einstellung vielleicht mal. Die ist ein bisschen besser. Wo muss ich denn hier überhaupt hin? Da hinten rechts. Da hinten rechts. Dann können wir mal an den vorbeifahren. Und wo soll ich hin? Was soll ich hier überhaupt? Warum benutzt er mich hin? Das war aber wieder eine harte Kante da. Und jetzt? Habe ich hier irgendwas? Muss ich hier irgendwo hin oder? Gut, ich weiß nicht genau. Wieso habe ich jetzt, geht der Anzeige einmal geradeaus und dann nach rechts? Ich verstehe das hier nicht. Muss ich jetzt nach rechts oder? Da habe ich halt eine Werkstatt, oder wie? Ein Hotel oder was? Soll ich da hinfahren oder? Was soll ich da? 1. Bei 1. Habe ich hier irgendwas? Fahren wir da mal hin. Schauen wir mal, was es da gibt. Da ist auch sowas Grünes. Muss ich da reinfahren oder? Aber dann komme ich dann nicht wieder raus oder wie? Ist das eine Werkstatt oder? Weiß ich nicht so genau. Macht der jetzt eine Zwangspause oder? Da muss ich vielleicht rein. Wie komme ich denn da wieder? Da ist ein Eurozeichen. Ein Hotel oder was? Ich weiß nicht genau. Ja. Hier ist wieder ein bisschen zu weit. Ist egal. Wir fahren hier einfach kreuz und quer. Wir simulieren das ja alles nur. Okay. Und jetzt versuchen wir darüber zu fahren. Da rein zu fahren. Was immer das denn da gibt. Wenn das nichts gibt, dann muss man halt sehen. Was ist das, ein Hotel oder ein Bett oder eine Bettruhe oder? Ja, gut, Stopp. Die Garage steht für 180.000 zum Verkauf. Ja, weiß ich auch. Und weiter? Also er hat mich jetzt dahin gelotst, um mir das Angebot zu zeigen. Der spinnt ja wohl. Der spinnt ja wohl. Und wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen? Egal, einfach rückwärts sehen, dann schauen wir mal. Stopp. Okay, stopp. Und dann jetzt sind wir auf der Straße. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendwie weiterkommen hier. Dass wir wieder die alte Fahrtrichtung da sind. Da vorne mich jetzt links.
Ursprung, genau da müssen wir hin. Ja, also der hat mich jetzt dahin gelotst und weil da eine Garage zum Verkauf steht oder was? Das wollte ich doch gar nicht wissen. Das Navi spinnt heute. Oder gestern auch schon. Oder ich spinne, ich kann das nicht richtig lesen, oder habe ich jetzt grün oder nicht grün? Ja, wenn ich das mal wüsste. Jetzt können wir fahren. Jetzt können wir fahren. Jetzt ziehen wir das darüber, ja. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt sind wir in der richtigen Richtung, oder? Jetzt geht es mal geradeaus. Geradeaus. Dann geht es ja links. Runter mit der Geschwindigkeit, mein Lieber. So. Ja. Hier kann man auch nicht schneller losfahren. Okay. Was sind das hier? Terpentin, wir? Selbstmördertour oder was soll das hier werden? Also hinter der Brücke habe ich wieder eine Kurve. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht immer vor der Brücke fahren. Jetzt habe ich das mal rechtzeitig gesehen. Und dann fahren wir so wieder auf die Autobahnauffahrt. Okay. Schaffen wir. Okay. Und jetzt sind wir auf der A9. Ja. Da sollten wir doch bald 9 Stunden noch für nach Dijon, von München nach Dijon. War lange hier. Wie geht's denn jetzt hier überhaupt weiter? Ich muss ja gleich wieder irgendwo abfahren. Langsam. Ich hab Stress hier wieder. Ich muss jetzt hier runter. Wo geht's denn da hin? Nach Zürich? Da will ich ja gar nicht hin. So, dann fahren wir hier runter. Da nicht, ja, da bitte. Was haben wir? Unfall verursacht? Ja, weiß ich auch. Ich verursache ständig Unfälle. Ja. Was soll man da machen? Da steht ein Unfall verursacht und dann ein Preisschild. 180 €. Habe ich die bezahlt oder werden die automatisch bezahlt? Scheint so. Also der Simulator, das unbekannte Wesen hier. Wo geht's jetzt hier hin? Zürich, Bern, da war ich ja gerade. Von Bern. Die ganze Strecke, die bin ich gestern in die andere Richtung gefahren. Und jetzt. Nein, da muss ich hin, bitte. Geradeaus. Ja. War zwar eine schöne Tour, aber die Melonen sollten nach Dijon. Nicht nach Salzburg. Und der Kamerad ist jetzt nach Salzburg gefahren. Oder das Navi oder wie auch immer. 88, ja.
Ich fahre hier wieder besoffen und viel zu schnell. Viel zu schnell. Ich sag mal, die Belohnung, denen ist das egal, aber ich weiß gar nicht, Melonen so einen Tag mehr oder weniger. Die halten sich doch, oder? Kommt drauf an. Ja, ja, toll. Ich liebe das ja Regen. Wir sind an der Brücke hier. Wir sind mit dem Bogen. Okay. Jetzt zieht wieder nach rechts hier. Oder habe ich hier Gegenwind oder Seitenwind oder? Ich bin zu schnell. Oder was ist los? Ja, gestern bin ich entspannter gefahren, habe ich den Eindruck. Ja. Wieso bin ich jetzt nicht entspannt? Tief Luft holen. Sind wir bei 54? Ja, bei Regen kann man auch nicht entspannen, oder? Wie Uhr haben wir? 17 Uhr. Nach München. Also von Bern nach München und dann mit einem Umweg vorher von Bern nach Salzburg oder wie? Ja, Windräder. Scheiß Wetter. Hundewetter. Ich sehe wenig. Da wird ich aber in die richtige Richtung. Die Wetter ja toll. Hatten wir schon lange nicht mehr. Nur mal sehen, wo da die Einstellung ist für Wetter. Da steht bei mir wahrscheinlich 100% Regenwetter oder 90%, dass ich mal den Wert ändere. Für Schönwetter oder so. Ja, ich muss mal die Einstellung da mehr kontrollieren, mir mehr bewusst machen, was man damit machen kann. Also das mit dem Nachtschlaf zum Beispiel, dem Ein- und Ausschalten. Ah ja, hatte ich schon gesagt, dass ich hier die Bedienungsanleitung für das Programm ist mangelhaft. Also ich meine, es wäre ein komplexes Programm. Im Allgemeinen sagt man so, Microsoft Tabellenkalkulation sei komplex. Da gibt es massig an Hinweisen, Büchern und so weiter. Aber das Programm hier steht dem nicht viel nach, meine ich. Vielleicht nicht so in der Vielfalt, aber und da müssen wir mehr Anleitung haben. Und was an Anleitung kommt, das ist dann auch nicht systematisch, das ist dann mehr so zufallsabhängig. Und die Leute, die was herausgefunden haben, die machen ja Tutorials und so, aber das sind keine richtigen, sagen wir mal, von den Entwicklern der Software so gemachte Hinweise, was man mit welchem Schalter warum macht und so. Da haben wir keine richtige Beschreibung.
Ja, okay. Fahren wir jetzt links oder fahren wir rechts oder was? Okay. Regen hat nachgelassen. Da zuckelt noch einer von mir her. Was haben wir hier? 60. Soll ich ihn mal überholen oder traue ich mich erst? Was haben wir denn da? Eine große Station? Wo geht's denn da hin? Ist das toll oder? Schweiz ist das hier. Und verursacht wieder 180 Euro. Ja, danke schön. Was haben wir jetzt hier? 484 Kilometer habe ich noch. Ja, 484. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich muss nach Dijon. Aber ich fahre nicht nach Dijon, oder doch? Da bin ich, oder? ...480 Kilometer noch. Haben wir einen schönen Tunnel? Ja, einen schönen Tunnel. Ja, die Fahrt ist wieder eine Katastrophe hier. Aus meiner Sicht. Habe ich jetzt Licht an oder? Ich hoffe doch. Sollte man vielleicht mal im Zweifelsfall nachschauen, ne? Aber nicht während der Fahrt. Stopp, 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 stopp. Hier geht's wieder irgendwo runter. Das habe ich gerade noch rechtzeitig gesehen. Ja gut, wie sieht es hier aus? Da haben wir Licht haben wir, ja gut. Jetzt ist der Spiegel weg. Da brauchen wir den aber nicht. Der Spiegel ist auch gerne. Tja. Moment. Da ist so der Spiegel hin, genau. Und das ist die Fahrt. Und hier soll ich hoch. Ich habe die Bedienung noch nicht drin hier, Leute. Okay, dann fahren wir jetzt. Wieso habe ich jetzt kein Navi? Wo ist mein Navi? Da ist das Navi. Das Navi. Da ist das Navi, ja. Ohne Navi ist man ja blind. Okay. Ich sage nichts mehr gegen Navis. Also hier mal hoch. Licht haben wir also. Jetzt müssen wir gleich links fahren. Links geht's weiter. Was sagt der? Innsbruck, München, Zürich, Stuttgart, Zürich nach Stuttgart. Mal schauen nach rechts. Kann ich da fahren? Wollen wir da mal rüber. Und wo fahren wir jetzt hier lang? Im Dunkeln oder? Stopp, 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 langsam, langsam, langsam. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Gut.
Also weiter geht es. Der macht die Fahrt nicht Knick hier. Also rechts weiter. Ja, gut. Jetzt haben wir mehrere Bußgelder bezahlt. Wir haben uns verfahren. Wir haben die Nachtruhen nicht eingehalten oder abgeschaltet. Ja. Mehrere Unfälle gebaut. So geht das aber nicht. Das sind wahrscheinlich die Erfahrungspunkte, von denen das Programm spricht, die man sammeln muss. Bin ich bei 80? Warum bin ich jetzt bei 80? Jetzt geht's hier berghoch. Und jetzt wieder berg runter, oder? Was ist das hier für eine Tour? Geht's hier wieder hin? Tanken brauchen wir nicht. Tanken haben wir noch voll. Und geradeaus geht es jetzt mal weiter. Ja, ich bin also wieder im Stress hier. So lange Touren, das geht mir dann doch auf den Nerv. Ich bin mir natürlich gespannt, was er näher anzeigt. Jetzt wieder Nachtfahrt hier im Dunkeln. Jetzt haben wir hier Baustelle. Toll, so liebe ich das. Baustelle. Im Halbdunkel. Haben wir durch, ja, haben wir geschafft. Ohne was umzurampeln hier. Ja, gut. Ob ich mich an das Lenkrad hier mal gewöhne, ne? Und dann 180 Grad, weiß ich nicht. Zürich-Bern. Ja, von Dijon sind wir weit entfernt. Da sind wir noch weit entfernt hier. Ich sehe kein Land. Wo wir der Sache schon näher kommen, 365 Kilometer. Aber das dauert noch eine Weile. Wassermelonen. Wassermelonen rund um den Globus. Wassermelonen einmal um die Welt oder so. Titel für den Tag hier. Für die Fahrt. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich schaue hier nur die Richtung Zürich. Ich wollte dann Dijon. Ist das in die richtige Richtung? Ich weiß nicht genau. Ich müsste anhalten und nachschauen,
Dazu habe ich aber keine Lust jetzt. Bin froh, wenn ich hier die Strecke halte. Wieder ein Tunnel. Also die Tunnel sind ja teilweise liebevoll gemacht hier und auch reichlich. Reichlich Tunnel. Zürich. Was will ich in Zürich eigentlich? Was haben wir jetzt? Einen Unfall oder können wir noch weiter? Ja. Können wir noch weiterfahren? Ja. Was wollte ich gesehen haben? Da wollte ich. Da war wieder die falsche Fahrt hier. Jetzt muss ich rechts runter gleich oder wie geht das hier? Dann mal erstmal links. Da war gerade Straßburg schon mal. Und nach Straßburg kommt dann Dijon. Jetzt muss ich hier runter. Langsam. Jetzt muss ich hier runter. Genau. Habe ich mal die Ausfahrt richtig erfasst. Ja, haben wir. Jetzt gehen wir also hier runter. Und rechts, weiter rechts, ja. Und dann geradeaus. Was war das gerade? Bin ich ja irgendwo reingefahren? Ja. Darf man gar nicht drüber nachdenken, wenn das Echtzeit wäre. Was ist das hier? Baustelle oder 50? Okay. Fahren wir mal mit 20 hier vorbei. Okay. Und weiter geht es. Und weiter geht es. Ja. Den Tunnel können wir auch noch kaputt hier. Den Tunnel. Also die Wassermelonen, die sind bestimmt nicht ganz näher. Die müssen matsch sein, wenn ich die abgeliefert habe. Was haben wir jetzt hier? Langsam. Ich bin wieder zu schnell. Für meine Verhältnisse hier. Stopp. Wo muss ich denn? Geradeaus muss ich fahren. Hier. Das sind diese türkischen Straßen hier. So eine kleinen Straßen. Frankreich, da so eine engen Straßen. Und dann auf einmal geht es ruckzuck rechts hoch. Ja, gut. Haben wir geschafft. So gerade noch. Da sollte man natürlich nicht fahren, aber ich fahre da einfach mal. Im Simulator kann man das ja machen. Ist da wieder ein Tunnel? Ja, schon wieder. Ein Tunnel nach dem anderen. Okay. Ich fahre hier irgendwie auf den Seitenstreifen und der ruckelt hier gleich in meinem Lenkrad. Was ist das hier? Ein Halt oder? Jetzt geht's weiter in die Dunkelheit hier.
fahren wir 70 im Moment. 110 dürfen wir. Ja, aber was nutzt mir 110, wenn ich hier nichts sehe? Also wir sind in Frankreich. Wir nähern uns dem Ziel. Dijon. Hoffe ich zumindest. Die Straßen sind sehr eng hier. Die Spuren sowieso. Und stopp. Hier muss ich wieder runter. Und das mal fast. Und dann geht's gleich wieder. Ja, noch weiter oder was? Jetzt geradeaus oder tatsächlich? Was sind das hier für komische Streckenführungen? Ja, gut, weiter. Das ist ja hier Arbeitsstress ist das ja. Was haben wir denn da? Da habe ich eine blaue Leuchte im Moment. Stopp mal, nur mal anhalten. Was leuchtet denn da in Rot? Also das Fernlicht. Fernlicht soll natürlich nicht an sein. Okay. Fernlicht soll nicht an sein. Jetzt können wir mal weitermachen, ja. Okay. Jetzt können wir mal schauen. Geradeaus. Jetzt ist aber auch schlecht hier, du sehe ich nichts. Fahren in der Dunkelheit. Ja. Fahren in der Dunkelheit und sie fahren auf Sicht, ist das auch so. Was haben wir da? Hier ein Unfall. Unfall. Da haben wir Feuerwehr. Großunfall. Ja, toll, was ich hier alles erlebe. Also ein Unfall. Feuerwehr. Okay. Was haben wir da? Eine Lichtquelle. Die da am Arbeiten oder? Wieso geht's hier nicht vorwärts? Hier rechts, ja genau. Okay, jetzt geht's wieder abwärts irgendwie. Wie viel haben wir denn noch? 202 Stunden brauche ich noch. Ich bin schon wieder groggy. Ich möchte nur den Auftrag absolvieren hier. Und dann der Rest morgen. Für heute genug. Das reicht mir. Obwohl wir noch gar nicht so spät haben.
Aber ich finde es anstrengend hier. Das Fahren. Vor allen Dingen auch hier in Frankreich. Mit der Streckenführung, den engen Straßen. Es hat schon lange nicht mehr geregnet, da fällt mir gerade ein. Tja. Was haben wir da? Langsam. Da kommt irgendwas. Was ist das? Zoll, Mautstation oder was? Haben wir dem mal hinterher da? Ja, so nicht, ich weiß. Und jetzt geht es hier nicht weiter, oder? Doch, jetzt geht's weiter. Haben wir wieder einen Auffahrunfall gemacht, toll. Ist egal, wir simulieren das hier nur. In 100.000 Kilometer weiß ich das auch nicht mehr. Aber auf den ersten 1000 sind das wahrscheinlich die meisten Sachen. Und es ist besser, man macht das hier mit dem Simulator verkehrt, als nachher in der Wirklichkeit. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ob solche Geräte heute in der Ausbildung eingesetzt werden. Also man weiß, Piloten und die trainieren ja am Simulator. Aber LKW-Fahrer habe ich noch nicht gehört von. In der Fahrschule oder wo? Okay. Ich habe das nicht so gerne, wenn ich hier nicht weiß, wo ich hinfahre. Ja. Ob man hinter dem Fahrrad, ob man hinter dem Steuer, könnte man sagen. Oder Senioren hinter dem Steuer. Oder müsste bald da sein. Es wird langsam hell. Da kommt ein Schild. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Ja, Brille sollte man vielleicht auch aufsetzen. Ich fahre wieder zu schnell. Langsam. Wenn ich mal hier irgendwo anhalten, ich müsste mal einen Schluck trinken und vizinieren. Eine Raststätte war hier. Ja. Außerdem möchte ich mal sehen, wo ich hin muss. Wo ich hier bin. Geht hier hoch und runter und dann links und rechts und das ist nicht so mein Fall.
Frankreich. Vielleicht wäre besser Russland sowieso, nur geradeaus. Ich weiß gar nicht, Russland haben die auch mittlerweile auf der Karte. Oder nicht? Meiner weiß ich nicht, auf meiner Weltkarte. Ich muss mal anhalten jetzt hier. Ich halte mal an hier. So, ich muss mal anhalten. Stopp. Bremse ziehen. Bremse ziehen. Haben wir? Ja. Okay. Und dann machen wir mal den. Wir sind gleich da. 1 Stunde 20 Minuten. An 88 Kilometer noch. Gut. Ja. Also, jetzt haben wir schon getrunken. Sollen wir noch was essen hier? Mein Müsli. Die Toilette haben wir auch geschafft. Müsli, wenn wir noch was essen. Ja, okay. Es kann weitergehen. Gleich muss ich jetzt runter. Und den. Okay. Da sind wir ja, Dijon, oder? Wir kommen der Sache näher. Hier ist schon runter, oder? Ich glaube ja. Was haben wir denn noch? Da müssen wir um die Ecke. Da müssen wir um die Ecke. Das müssen wir um die Ecke. Dann sind wir gleich da. Dann müssen wir jetzt hier lang. Stopp, stopp, stopp. Links müssen wir runter. Hier runter. Jetzt sind wir in Frankreich.
Sonnenaufgang in Frankreich. Was haben wir da? Die Station wieder, oder? Was machen wir da? Geradeaus? Können wir hier überall ran? Können wir da reinfahren? Mal sehen, langsam. Ohne Verwüstung anzurichten. Und jetzt? Ich will aber nicht hier. Doch, da haben wir Eingabe. Okay. Und weiter. Autos. Peugeots oder wie? Jetzt geht's nach rechts. Der fährt auch nach rechts. Dann will ich mit meiner Melone auch nach rechts fahren. So. Jetzt geht's hier aufs Land oder wie? Das hatten wir ja gestern auch schon. Gestern war Straßburg, glaube ich, der Fall, ne? ...66, ja. Nicht so schnell fahren, lieber langsam fahren und sicher ankommen. Es wird hell. Bin ich die ganze Nacht durchgefahren hier. 10 Stunden oder was, mit einem Stück. Oder was haben wir jetzt? In Kurve. Da haben wir gleich noch eine. Landstraße. Langsam fahren, ja. Keine Geschwindigkeit hier. Ja, schneller kann man natürlich schon fahren. Geradeaus. Also Sonnenaufgang in Frankreich. Gefällt mir, sieht gut aus. Und wir kommen dem Ziel immer näher. Ja. Also, das waren jetzt wieder viele Erfahrungspunkte, die ich gesammelt habe auf dieser Fahrt. Jetzt geht's nach rechts runter, ja, da geht sowieso nach rechts. Da geht es sowieso nach rechts. Müsste ich nicht bald da sein? Was sagt der da unten? 21 Minuten, 24 Kilometer, doch. Ich muss gleich da sein. Hurra, hurra. Ich muss hier geradeaus von mir ran. Ja, der geht nach Dijon, genau. Der geht nach Dijon. Stopp. Wie keine Ampel und nichts hier. Ich möchte nicht hier reinfahren. Stopp.
Jetzt einfach mal auf die Kreuzung drauf, oder wie? Aber gefährliche Sache hier. Gefährliche Sache. Okay. Jetzt sind wir also in Dijon. Und der Abladeplatz kommt immer näher. Dann schalte ich dann gleich mal um da auf den F5, das Navi, dass ich dann eine große Einstellung bekomme. Ich muss noch weiter, damit ich dann nicht wieder beim Peugeot-Händler lande. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo müssen wir hier hin? Wo müssen wir hier hin? Langsam. Ja. Essaufenthalt in Dijon, weiß ich auch. Da sind wir, ja. Das ist die andere Umstellung. Und dann fahren wir mal ein Stück weiter. Mit der können wir das besser hier sehen. Da war schon was zu sehen hier. Eine Ampel ist das. Hier geht's rechts ran. Stopp. Hier geht's rechts ran. Da geht es rechts ran und dann links da hinten am Ende der Straße. Na und? Wie Uhr haben wir denn? 6:15 Uhr, einen Tag zu spät. Sollte glaube ich schon am 5. da sein. So, und jetzt hier rein, genau, hier rein, hier muss ich rein. Geh schon oder Moment langsam? Doch, da genau, da muss ich rein. Was macht der jetzt hier? Lässt du mich da rein? Ja. Okay, stopp. Noch ein Stückchen, stopp. Jetzt sind wir da. Okay, ich bin Teilnehmer. Und dann bestätigen. Was sagt er jetzt? Ein verspätet, ja. 33 Stunden Dauerbar. 679 Kilometer gefahren. 1351 Kilometer gefahren. Abzug für Schäden 251 und für Unpünktlichkeit 1900. Ja, aber dafür habe ich jetzt Erfahrungspunkte, 1371 Erfahrungspunkte gesammelt. Okay, fortfahren. Das reicht mir Leute für heute. Was haben wir jetzt hier noch? Möchte ich noch mal kurz reinschauen. Moment, können wir was sagt mein Konto? Konto hat nicht viel gebracht. 24.600. Da kommt noch das Strafgeld ab. Was ist die Karriere? Da müsste ich eigentlich 2039 Punkte habe ich. Bin ich fast auf Level 4. Ich bin schon auf 4. Da. Also auf dieser Tour habe ich 558 Erfahrungspunkte gesammelt. Und auf dieser Tour nur 246, 345, 226, 207, 211. Gut, von der Erfahrung her hat sich das schon mal rentiert. Das heißt, ich bin insgesamt meine Statistiken 2800 Kilometer gefahren, erkundete Straßen 36%, aber 8 Aufträge abgeschlossen, 2 Tage, Spielzeit 4 Stunden.
Rechnen die den Tag jetzt mit 24 Stunden oder kann man das umrechnen? Da sind wir ja, das bringt nicht weiter jetzt hier. Das bringt uns nicht weiter. Auftragsvergabe. Wo sind wir jetzt? In Dijon sind wir, ne? Ja, machen wir doch Auftragsvergabe. In Dijon sind wir. Machen wir in Dijon. Da ist Dijon. Von Dijon geht's nach Paris ja höchstens. Wo kommen wir denn da von hin? Da geht's nach Dijon. Nach unten. Wo sind wir denn jetzt hier? Da sind wir also in Dijon. Da kann ich nach Metz fahren, da gibt es 4600. Was haben wir denn da? Nach Metz ist ja gar nicht so weit. Ja, das ist ja gar nicht so weit. Aber weiter in Frankreich. Das mache ich morgen. Jetzt nicht. Jetzt mache ich erstmal Pause. Okay Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich sag mal Tschüss, ich war den Rekorder mal aus. Das war